Wir haben unseren Bruder gefunden, einen Touristenführer. Also folgen jemanden jetzt hier im Garten. Also das ist für mich wahrscheinlich der beste Moment der gesamten Reise gewesen. Fledermaus ist riesig, bitte. Also Leute, es ist 4 Uhr morgens. Leute, zieht immer durch. Es gibt immer einen kostenlosen Weg, immer. Mittlerweile sind es bereits 45 Tage seit Beginn der Reise und wir sind wieder am Flughafen in Richtung nächstes Land. In Indonesien habe ich schon gut Geld liegen lassen, sowohl für den Transport als auch für das Essen. Von den übrig gebliebenen 1300 € bin ich nur auf 1000 € runtergekommen. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin Land. A young youth, you're rocking the go-to. Low goose, only way I began to G-York was drug loot. Wir sind gelandet, zweifach Absturz. Das ganze Land beim Absturz. Jo, was geht, Leute? Heute neuer Tag. Hanoi, eine der stärksten Luftverschmutzungsstädte der Welt. Deswegen Maske tragen. Das tragen auch tatsächlich richtig viele hier, gell? Ja. Die Maske, das ist schon krass. Ja. Hey, we're brothers! How's it going, man? Vietnam ist der Shit, ich schwör's dir. Ich geht's komplett ab. So viel Verkehr, so viele Leute, so hektisch alles und dann noch die Kälte dazu. Aber wir haben uns gut angezogen. Ich habe jetzt ein paar Trikots an. Jonas hat auch noch ein paar Trikots von mir bekommen. Danke an Feldern. Er rettet mich hier. Wir sind dort gelandet, als kälteste Woche so in vielen Jahren dort war. Auf einmal war es irgendwie so 5 Grad. Leute haben irgendwelche Sachen auf der Straße verbrannt, um warm zu bleiben. Was passiert hier? Einfach ein Friseur draußen am Straßenrand. Wie geil. Germany, this looks amazing, my brother. Er tötet ihn. Skandal, wie der den schneidet. Thanks, my brother. Doing great job. Bis jetzt checkt man gar nichts durch hier in Hanoi. Man kann hier nicht 5 Sekunden sein, ohne eine Hupe zu hören. Alle 3 Sekunden oder so, 5 Sekunden hörst du jemanden rufen. Unser allererster Stopp war bei der Truong Quoc Pagode, die als älteste Pagode der Stadt und als ein bedeutendes spirituelles Wahrzeichen gilt. Eine Pagode ist ein turmförmiges Gebäude mit mehreren Stockwerken, das oft in Asien als religiöser Ort dient. Was ist das denn? Da sind einfach Fische drin, so ein Mini-Kanister. What the fuck? Hanoi gilt weltweit als eine der führenden Städten für Streetfood. Deswegen haben wir dann einige Streetfood-Stände besucht. Es hat übertrieben geil gerochen, als wir vorbeigelaufen sind. Deswegen mussten wir hier anhalten. Fried Banana mit Cheese Powder gefunden. Geil. Ja. Sehr knusprig. Ich habe sowas noch nie gegessen. Es war irgendwie knusprig, fettig, salzig, käsig und fruchtig, alles zugleich. Der erste Tag in Hanoi, natürlich laufen wir dann die gesamte Stadt einmal ab. Das Opernhaus war ganz cool von außen. Dann waren wir noch an dieser Brücke. Reingegangen sind wir aber nicht, weil man da Eintrittskarten kaufen musste. Oha, wie ernst. Hi. Xin ciao. Lass mal hingehen. Die deutsche Botschaft. Endlich Heimat. Einigkeit und Recht und Freiheit. Kann man da rein oder nicht jetzt? Ich will zur deutschen Botschaft, Digga. So, Zeit. Why can't we go inside? No English. Können wir reingehen? German? You speak German? How do I communicate with you? Bruder, kein Englisch, kein Deutsch, erst vor der deutschen Botschaft. Dann lass doch irgendwie reden, Digga. Hey, wenn man hier rein muss, ist es? Man kann nicht rein, dann ist die schlechteste Botschaft. No English, ja. No English. Ist offiziell abgeschoben worden. Der Opa ist so cool, guck ihn dir an. Mit seinem Hund, das ist so geil, oh mein Gott. Ich muss auch unbedingt einmal die Frisbee-Scheibe werfen, for real. Yeah! Boah, guck mal da rechts, was der mit sich trägt. Digga. Ein cooles Erlebnis in Hanoi war die Train Street. Das ist ja so weltberühmt, diese Straße, wo der Zug durchfährt. Oh, sieht schon geil aus hier, Digga. Wie cool. Das ist die berühmte Train Street. Die Train Street in Hanoi ist einer der außergewöhnlichsten Attraktionen der Stadt und weltweit bekannt. Diese schmale Straße, die von Häusern und kleinen Cafés gesäumt ist, verläuft direkt entlang einer aktiven Eisenbahnlinie. Der kleine Mann bereitet sich vor. Es geht los. Was ist denn die episches? Das war übel episch, Digga. So hier, ich sehe auf einmal diesen riesen Zug, ich denke, oh shit, Alter. Das war echt krass. Hast du erst so ein kleiner Zug und dann fährt langsam so ein riesen Brecher. Das ist immer so krass, wenn da Mut ist. Eine Macht. Denkst du, der hittet mich?
Wir laufen durch die Straßen und checken einfach gar nichts. Und dann ist halt noch irgendwie so 4 Grad oder so. Deswegen haben wir uns dann einfach auf unser Hostel gefreut. Unser Hostel war das schlechteste Hostel der ganzen Reise. Und hier oben beginnt dann, ja, das Prachtstück, die Prachtunterkunft aufzublühen. Hier rechts ist die Reception. Vielleicht arbeitet jemand noch sogar. Xin ciao. Ja. Eigentlich ganz gut. Das Bett ist gut. Schöne Vorhänge. Was nicht so gut ist, sind hier die Bäder. Das hier ist das Bad hier. Eine einzige Katastrophe. Sehr räudig, deswegen duscht man auch nicht hier, sondern auswärts im 5-Sterne-Hotel. Ja. Wir haben heute eine Spring Roll gekauft. Das ist unser Frühstück. 10.000 Long. Probier mal. Riecht gut. Auf jeden Fall keine normale Frühlingsrolle, wie man sie kennt. Da ist schon mehr dabei. Ein Banh Mi am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Neuer Tag in Hanoi. Die Train Street war so cool von gestern Abend. Deswegen wollten wir unbedingt noch einmal bei Tageslicht auf die Train Street. 2 Stunden irgendwie durch Hanoi, an den Bahngleisen entlang, durch irgendwelche Gassen, wo Hühner geschlachtet wurden. Hanoi war ein Loch. Die Hygienestandards waren nicht existent. Der Verkehr ist verrückt. Noch nie sowas gesehen. Es war ein komplettes Haifischbecken, einfach free for all. Es gab keine Natur, nur einfach nur Abgase. By the way, der Verkehr hier, du musst einfach durchlaufen. Langsam durchlaufen und dann kommst du immer voran. Wenn du stehen bleibst und wartest, kommst du nirgendwo hin. Dann bleibst du für immer hier. Wir holen jetzt hier so ein Roti. Gestern war die Schlange bei dem Shop hier übertrieben lange. Und jetzt riecht's auch richtig geil. Die kommt frisch aus dem Ofen, guck mal. Das riecht So geil, gell? So sieht das aus. Frisches Brötchen und Nutella-Aufstrich. Geil. Aber ist geil. Das ist aber sehr fluffig und knusprig. Ja, ist super weich. Das Brot ist echt weiß. Würde ich kaufen für 80 Cent, sag ich dir ehrlich. Unser Marathon durch Hanoi ging dann weiter in Richtung St. Joseph's Cathedral, einer Kirche im Herzen der Altstadt. War ganz cool mal zu sehen, aber wir blieben auch nicht lange hier. Wir sind dann weiter zur 1000-jährigen Zitadelle Thang Long, einem UNESCO-Weltkulturerbe gegangen. Zum Abschluss sind wir dann nochmal in Richtung Reichenviertel rübergelaufen. Ein richtig geiler Fact. Hier haben sich Kim Jong-un und Donald Trump zum Summit getroffen. Wir waren im Hotel, wo Kim Jong-un und Donald Trump sich getroffen haben den luxuriösen Lebensstil genossen. Der luxuriöse Lebensstil in einem 5-Sterne-Hotel. Einfach reingehen und dann sich bedienen lassen. Mein Teller ist schon das 3. Mal jetzt leer. Mein 2. Glas Wasser schon runtergeäxt. Mir geht's gerade hervorragend. Wir gehen jetzt noch gleich weiter in Richtung Spa, Pool und Gym Area. Mal schauen, wie dort die Lage aussieht. Danach waren wir dann noch kurz beim Ho Chi Minh Mausoleum, einem geschichtsträchtigen Ort, der eine zentrale Rolle für die vietnamesische Identität spielt. Oh mein Gott, Digga, das ist so cringy anzuschauen, ich schwör's dir. Oh mein Gott, Digga. Und die Kämmern. Nice work, good work. Wir machen kurz eine Post-Video-Besprechung. Das Essen in Hanoi war cool, alles super günstig auch. Wir waren auch im Obama-Restaurant. Wir sind einfach in einem Restaurant, wo Obama gegessen hat. Sogar die Speisekarte, die Obama-Kombo kann man hier bestellen. Puncha, Seafood Roll und Bier. Hier holen wir jetzt unser Käsecoin. Der soll richtig geil schmecken, der riecht doch immer geil. Let's go, Coin Review Test. Es riecht übertrieben geil. Das sieht so geil aus, oh mein Gott. Oh, was kommt da jetzt raus? Das war nicht fertig, glaube ich. Es sollte crispy sein. Flüssiger Teig drin ist. Es liegt nicht am Snack, aber es liegt an der Zubereitung. Da, Coin da war eigentlich die schwächste Aktion aus dem ganzen Urlaub. Ja, was war das Billigste halt? Was soll ich dir sagen? Das Argument war, komm, der ist billig, lass rein. Manchmal ist halt einfach nicht das Billigste, Bro. Manchmal ist es nicht. Wir sind ein Premium-Coin. Wir standen gerade bei einem anderen Coin-Verkäufer und der Typ dachte einfach, dass wir bei dem bestellt hätten. Deswegen haben wir ihm hingehalten. Last one we bought was not fully cooked, is the dough fully cooked? Der Mann ist komplett verloren. Der Mann ist anders verloren. 5 Minuten haben wir ihm zugeschaut, wie er die Dinger macht und extra checkt, ob die durch sind. Aber er wollte auch kein Geld, oder? Er hat nichts gesagt. Er ist einfach zum nächsten Customer übergegangen. Ja genau, ich habe auch nichts gehört oder so. Einfach weggehen und dann bist du raus. Und dann bist du fein raus. Lass mal das Snack Review machen. Pointaler Round 2. Diesmal hoffentlich fully cooked. Ist der Der ist cooked? es, Jungs. Der ist es. Der cooked. Der ist komplett cooked. Ja, endlich. Er ist komplett cooked. So sollte der auch von Anfang an schon sein. Er schmeckt nach nichts, aber es ist zumindest geil. Es ist besser als der andere. So, wir haben im Wochenendmarkt nochmal diese Bällchentee gekauft bei der netten Dame. Wir machen jetzt ein Food Review.
Sieht doch ganz gut aus. Green Bean, Digga. Leute, kauft nicht diese Bällchen. Der hier hat keine Füllung, jetzt probier ich den noch. Ist es auch nicht. Digga, die hat uns ja mies abgezogen. Das war das schlechteste Kauf jemals für 15.000. Die Bällchen waren zwar nicht so geil, dafür aber am nächsten Tag unsere Tagestour in Richtung Ha Long Bay. Also Leute, wir gehen Richtung Ha Long Bay. Eines der größten Sehenswürdigkeiten auf jeden Fall in ganz Vietnam. Der Kollege hier heißt Ben übrigens. Hello Ben. Moin, moin, moin. Servus, stark. Dammkuschen. Wir haben hier noch ein paar Banmis, die wir zerfetzen, bevor wir rübergehen, dass wir auch gut gestärkt sind für den Tag. Dann sehen wir uns in Ha Long Bay. Willst du noch was sagen? Hey. Noch vor der Ha Long Bay besuchten wir eine Perlenfarm und bekamen einen spannenden Einblick in die traditionelle Perlenzucht. Die Arbeiter zeigten uns, wie die Perlen behutsam aus den Muscheln gewonnen werden. Kurz darauf machten wir uns auf den Weg zur beeindruckenden Ha Long Bay. Die Ha Long Bay, übersetzt Bucht des herabsteigenden Drachens im Nordosten Vietnams, ist ein UNESCO-Weltnaturerbe und beeindruckendes Naturwunder. Auf 1500 Quadratkilometern liegen fast 2000 unberührte Inseln und Kalksteinfelsen. Der Legende nach erschufen Drachen die Bucht, deren Formation sich über 500 Millionen Jahre durch Erosion und tektonische Bewegungen formten. Leute, wir sind angekommen. Das sieht geisteskrank aus. Tito. Das war die zweite sowjetische Person, die im Weltall war. Der hat diese Insel hier besucht mit dem vietnamesischen Präsidenten. Wow, okay. And the journey begins. Ja? Oh mein Gott, pass auf. Verreck hier nicht. Du hast einen Vulkan überlebt, du kannst nicht bei sowas scheitern. Das sind unsere vietnamesischen Kollegen. Digga, ist das geil. Das ist so geil hier. Bro, wie krass episch sieht das hier aus. Das ist ja verrückt. Xin Ciao! Digga, wie geil ist es hier? Jonas, mach schneller! Es ist so surreal hier. Komplett episch hier, ich sag's euch, Leute. Ich genieße gerade so geil die Fahrt und du bist einfach am Machen. Das ist so cool. Mach mal weiter. Affen wieder. Der eine da oben, siehst du den? Wo ist der? Hier. Der da. Ah, hier, lol. Geh mal, lass mal da rübergehen. Lass mal da rübergehen. Ist das geil? Guck dir den an. Oh Gott, die haben alle so Sicherheitsabstand. Wir gehen komplett rein. Bro, mach gar keine Angst. Bro, das ist über mir. Bro, da springt gleich jeder mit drauf, Digga. Okay, Faxen. Digga, ich lieg hier. Ich lieg hier fucking drin, Digga. Du weißt, sobald der springt, gell? Wenn der springt auf uns, Dann war's es. dann haben wir Tollwut des Todes. Ja, das war. Digga, der kommt näher. Keine Faxen hier. Wie der runterkommt. Werf hoch, Junge! Der hier ist ein Monstrum. Was? Dude, das ist gestört. Ah, what up? Unsere Gruppe. Hey, Jetzt ein Game. you wanna race? Race? Yeah. Ja? Wir fahren gegen die. It's okay. Natürlich haben wir das Race gewonnen. Das war auch keine große Herausforderung. Das kann ich halt nicht filmen, weil wir mitten im Race sind. Da brauchen wir einen Kameramann. Deswegen, wer sich bewerben will als Kameramann, ich habe eine freie Stelle. Oh, wie krass wäre das, wenn man so eine Gruppe irgendwann hat. Einfach so eine WhatsApp-Gruppe und du schreibst so rein, so wer hat Bock eigentlich mal da und dahin zu gehen. Du hast so gleich-minded People, so die alle das Gleiche irgendwie auch erleben wollen und so heftig. Dann waren wir in der Sung Sot Höhle, auch bekannt als Surprising Cave. Die Höhle zählt zu den bekanntesten und beeindruckendsten Höhlen der Ha Long Bay. Sie ist knapp 30 Meter hoch und diente damals nicht nur als natürlicher Schutzraum während Kriegszeiten, sondern auch als Ort, an dem wertvolle Bodenschätze wie Kalkstein und Mineralien entdeckt wurden. Leider ist auf dem ganzen Trip unser Gimbal zum Filmen kaputt gegangen. Deshalb haben wir nach einer Reparaturstelle gesucht und wurden fündig in Hongkong. So haben wir dann unser nächstes Reiseziel entschieden. Am letzten Abend war dann so ein Streetfood-Stand wieder vor dem Hostel. Wir haben die legendäre Hanoi 15K-Wurst ergattert mit frischen Banh Mi 5K. Stark. Das ist bissfest, härtere Wurst.
Geschmack ist enttäuschend, das schmeckt gleich Ja? süßlich. Süßlich? Was für süßlich jetzt? Nicht so, wie es sein sollte. Also fühle ich jetzt nicht so krass. Atrocious. Wenn man deutsche Wurst kennt, ist das atrocious. Dieses Ding hier, holt euch lieber eine Spring Roll für 10.000. Besseres Geld investiert. Es sind einfach 53 Tage rum, seitdem wir in Südostasien unterwegs sind. Wir sitzen aktuell im Flieger in Richtung Hongkong, damit wir den Gimbal reparieren. Insgesamt habe ich für eine Woche in Vietnam ca. 250 € ausgegeben. Damit verbleiben für die restliche Reise von den übrig gebliebenen 1.000 € nur noch 750. Vietnam nimmt sein Ende, Hanoi. Von Bali der Switch rüber Richtung Hanoi war krass, weil das Wetter nicht so geil war, dass die Leute auch nicht Englisch sprechen konnten, war anfangs eine Hürde. Aber mit der Zeit haben wir natürlich auch Vietnamesisch gelernt, Kaido Quadat. Und dann war es natürlich keine Sprachbarriere mehr, die zwischen uns bestand. Allgemein finde ich Vietnam ganz cool. Hanoi würde ich jetzt nicht empfehlen. Ich würde es vielleicht einen Tag empfehlen, um es mal gesehen zu haben. Ich würde dann eher diesen Motorcycle Loop machen. Halong Bay würde ich auch empfehlen. Wir waren so gespannt, endlich aus diesem Loch rauszukommen und in so ein Land zu gehen, was so weltberühmt ist und so relevant. Let's go Hongkong! Einfach Inter Miami ist hier, Leute. Ihr checkt nicht. Hey, Junge! Ich muss hier weg. Ich schwör's, ich muss hier weg. Geisteskrank gerade hier. Das ist, by the way, unser Schlafzimmer.